Hallo, ich bin der Manuel Schad von SOD Sport. Heute sind wir beim AMC Sonnefeld in Sonnefeld, ganz klar. Bei was sind wir da gerade? Wir sind bei der 51. ADAC Klassik Zuverlässigkeitsfahrt. Und was bist du da? Ich bin der Fahrtleiter des Ganzen, also der Veranstalter, der das Ganze verantwortet hier. Fazit für heute. Was würdest du sagen, wie ist es gelaufen? Sehr gut, wir haben ein sehr gutes Feedback bekommen von der Strecke, von den Fahrern, von den Funktionären auch. Und ich denke, wir können rundum ein gelungenes Wochenende sprechen und möchten das natürlich auch weiter ausbauen und wiederholen. Ja. Wie schwierig ist es in der heutigen Zeit, so eine Veranstaltung zu organisieren? Sehr schwierig. Also die Genehmigungsverläufe, die haben sich ins Wesentliche verlängert. Wir planen jetzt schon oder müssen schon ein Jahr im Voraus planen, um überhaupt so eine Veranstaltung durchzubekommen mit Genehmigungsverläufen etc. pp. Das war früher schon wesentlich einfacher, da wurde es einfach per Handschlag gemacht und dann durchgezogen. Das ist heute leider nicht mehr so, aber dennoch findet man einen gängigen Weg. Und wie gesagt, aktuell sind die Gespräche mit dem Landratsamt auch unter der Berücksichtigung, dass der Landrat ein gutes Wort oder für uns eingelegt hat und auch dahinter steht hinter der Veranstaltung sehr gut. Und somit läuft der Genehmigungsverlauf eigentlich dann schon durch, aber dennoch ist er sehr anstrengend. Ja. Dann von mir herzliches Dankeschön an die Veranstalter sowieso, ne, weil ich ja mitfahren durfte. Ne? Und dann auch an die Behörden, dass die da Auge zudrücken, wenn man immer mitmachen, ne? Dass das einfach so sein darf. Ne? Ja. Weil es ist nicht überall möglich. Ne? So ist es. Dürfen wir den ja gar nicht hören lassen. Wie gesagt, aber wir gehen davon aus, dass wir jetzt eine längerfristige Vereinbarung mit dem Landratsamt getroffen haben und auch die Veranstaltung noch ein paar Mal wiederholen können. Geil, geil. Ja. Ich als Fahrer muss wirklich sagen, Dankeschön. Ich war der Beifahrer, der Elmar ist gefahren. Es ist sehr weitläufig, man sieht viel Natur. Manchmal überlegt man sich, wie kann es möglich sein, dass ich da quer durch den Wald fahren kann. Also Hut ab. Und es war alles fahrbar. Das ist was Wichtigstes. Alles fahrbar für die Klassiker. Genau. Und ich finde es halt total interessant, auch für die Bevölkerung, mal zu sehen, was da alles mitfährt. Ne? Richtig. Ja, wir haben also vom ältesten Fahrer, den haben wir vorhin ausgewertet, von 79 Jahren. Manni? Ja, ich denke, ja. Der Liese, ne? Ja, und wie gesagt, die Motorräder sind nicht weniger alt. Ja, und da muss man natürlich auch ein vernünftiges Gelände hinstellen, weil wir wollen jetzt hier keinen deutschen Meisterschaftslauf. Wir wollen einfach, dass alle Fahrer gern bei uns fahren, dass sie Spaß haben und das nächste Mal wiederkommen. Und man muss ja auch sehen, hier gibt es Fahrzeuge zu sehen, die gibt es manchmal nur ein einziges Mal. Ja. Und das ist hart. Ne? Da kommst du auf so ein Rennen und sagst, okay, da steht jetzt eine Kawasaki von 79 oder von 77 Richtig. Mit einem Zweizylindermotor, die es wirklich einmal nur gegeben hat, vom TÜV. Genau. Oder, das war nur ein Beispiel, es ist schon echt genial. Meistens stehen sie dann im Museum und werden nicht mehr bewegt. Ja, das ist tatsächlich so. Und wie bist du dazu gekommen, dass du jetzt in so einem Verein tätig bist? Wie alt bist du? Darf ich dich fragen? Ich bin 43. Ja. Dazugekommen bin ich, es ist historisch gewachsen, hätte ich jetzt mal gesagt. Früher auch mit dem Papa an den Rennen gewesen, an der Strecke gestanden. Dann mit dem Führerschein so ein bisschen, mit dem Zweiradsport, im Endurosport angefreundet, auch selber gefahren. Und dann ging es halt sukzessive über Sportleiter, dann zum Fahrtleiter und seitdem übernehme ich das Amt für den AMC Sonnefeld und das macht mir sehr viel Spaß. Ich denke, wir haben heute auch einige junge Leute akquirieren können am Streckenrand. Ich blende das mal ein, wie wir abgeklatscht haben. Ja. Und ich finde es toll, dass da der Opa und die Oma oder die Mama und Papa mit den Kindern an der Strecke sind und zujubeln. Das hat es nicht überall. Nee, das merkt man in Sonnefeld. Das ist generationsübergreifend und das möchten wir auch gern so weiterführen. Habt ihr das jetzt im Zweijahrestonus gemacht oder jedes Jahr? Wir machen das im Zweijahrestonus, ja. Durch den Genehmigungsverlauf, das ist das eine. Und wie gesagt, man braucht dann auch mal wo man mal ein bisschen ausschnauft, dass man sich wieder frische Kräfte holt, weil so eine Veranstaltung, die macht sich nicht von alleine. Hast du so Zahlen im Kopf, wie viel Grundstückseigentümer man ungefähr fragen muss, damit man so eine Strecke zusammenbringt? Also wir haben Gespräche geführt mit ca. 80 Grundstückseigentümern, 20 Jagdpächtern, Eigentümern haben wir auch nochmal 40 angefragt. Also wie gesagt, der Genehmigungsverlauf und die Anhörungsverfahren, die laufen schon seit Weihnachten. Und dementsprechend habe ich aber ein relativ gutes Team um mich, die das dann alles auch auf sich nehmen. Und
somit kann man das schaffen. Nur im Team sind wir stark. Also ich allein bin da nicht der. Ja, du musst halt jetzt herhalten. Ne? Und ich halte halt jetzt her, ja. Du musst es herhalten. Nicht für, also für den Vorstand, für den Kassier, für den Vergnügungswart, der jetzt wahrscheinlich gerade ausschenkt, für die, keine Ahnung, Schriftführerin, ne? Hoffe ich. Ne? Nee, wir haben Schriftführerin, stimmt. Ja, wir haben eine Schriftführerin. Ja, was ich alles weiß. Ne? Ich bin vorbereitet, bevor ich hierher komme. Dafür musst du jetzt hier halt, dafür nehme ich dich jetzt ran. Jetzt frage ich dich nochmal, was, weißt du ungefähr, wie lange die Strecke war? Die Strecke war 51 Kilometer lang. Nachgemessen? Ja. Ich habe gedacht, ich müsste es eigentlich mal mit dem Tacho, dass ich mal weiß, wenn ich mich wieder entspannen darf. Ne? Nee, 51 Kilometer, dreimal für, dreimal für uns und zweimal für die ganz Alten. Ne? Richtig. Zweimal für die ganz Alten und also alten Motorräder und auch die Gleichmäßigkeitsfahrt. Die sind 2 Runden gefahren, die waren aber auch mit der Entscheidung relativ glücklich. Ja, und mir hat es auch gelangt, nach 3 Runden bist du völlig vergnügt und hast 6 Stunden dann, ne? Immer 2 Stunden. Und für diese 51 Kilometer, man glaubt es kaum, brauchst du fast die 2 Stunden. Also mit dem Gespann haben wir es fast gebraucht. Ja, ist so. Ja. Würdest du dich wieder wählen lassen für sowas? Selbstverständlich. Solange ich Motivation habe, was zu bewegen im Verein, jederzeit. Das ist cool. Ich nehme mir jetzt die Zeit einfach und bedanke mich nochmal bei allen Grundstückseigentümern, bei allen Besitzern, bei allen Yachtpächtern dafür, dass ihr uns da fahren lassen habt. Die Möglichkeit hat man nicht überall. Bei dem örtlichen Verein, bei euren ganzen Helfern, bei euren ganzen Frauen, Freundinnen, Kindern, Enkelkinder, denen ihr mitgeholfen habt. Ja. Ich finde es klasse. Ich freue mich immer. Ihr da draußen könnt auch was dafür tun. Ihr könnt ein wenig Propaganda machen, ihr könnt deswegen bewerben, ihr könnt mir sagen, wie geil es ist. Und ihr könnt euch ein Motorrad kaufen und könnt selber mitmachen. Ja. Spätestens in 2 Jahren sehen wir uns hier wieder. Vielleicht seid ihr dabei. Wäre geil. Okay. Bis bald. Bis dahin. Ciao. Ciao.